Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um den Scherenschnittläufer. Das ist ein Scherenschnitt, der dann auf der gesamten Läuferfläche verwoben wird. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Für unseren Scherenschnitt-Quilt brauchen wir 2 Stoffe für den Scherenschnitt. Die legen wir noch einmal zur Seite. Und für unser Sandwich brauchen wir einen Unterstoff und einen Oberstoff. Als Füllung verwenden wir Flieseline X50. Das ist ein Vlies mit einer Gitterstruktur. Wir schneiden unseren Unterstoff auf eine Breite von 55 cm zurecht. Wir schneiden unsere Vlieseinlage auf eine Breite von 50 cm zurecht. Unser Quilt Top schneiden wir ebenfalls mit einer Breite von 50 cm zurecht und wir bügeln unsere Flieseline auf den Unterstoff. Wenn wir das haben, stecken wir unser Quilt Sandwich zusammen. Wir rollen das einmal auf und legen das zur Seite. Von den beiden Stoffen, die wir für unseren Scherenschnitt ausgesucht haben, schneiden wir jeweils einen Streifen über die gesamte Länge in einer Breite von 47 cm zu. Diese beiden Stoffe möchten wir aneinander kleben. Dazu nehmen wir Flisofix. Flisofix hat eine Klebeseite und auf der anderen Seite ein Trägerpapier. Wir kleben den ersten Stoff gegen die Klebeseite. Wir entfernen unser Trägerpapier und kleben den zweiten Stoff auf die andere Seite. Ein ausführliches Video dazu habe ich euch da oben in der Ecke verlinkt. Wenn wir beide Stoffbahnen zusammengeklebt haben, schaut das Ganze so aus. Jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. Wir nehmen die Stoffbahn, die wir über die gesamte Länge zugeschnitten haben. Also haben wir eine Stoffbahn von 1,10 Meter. Wir falten diese Stoffbahn zueinander und drücken das Ganze einmal an. Nun möchten wir unseren Scherenschnitt einarbeiten. Dazu nehmen wir ein 60 cm Universallineal und wir orientieren uns an der 30-Grad-Linie. Wir möchten unser Lineal gleich an die gefaltete Kante anlegen. Wir nehmen ein zweites Lineal, das kann jedes Lineal sein, bei mir ist es hier dieses Omnigrid-Lineal, und wir legen unser zweites Lineal genau an die Schnittkante unseres Universallineals an. Wir möchten dieses zweite Lineal als Stopper für unseren Rollschneider verwenden. Wir schneiden nicht in unser Lineal ein. Unsere Rollschneiderkante läuft ganz eng an unserem Lineal hinein, sodass diese Lücke zwischen beiden Linealen unsere Schneide stoppt. Wir hacken jetzt also nicht permanent in unser zweites Lineal hinein. Als erstes entscheiden wir uns, wie breit soll unser Motiv denn werden. Möchten wir unseren Scherenschnitt ganz weit bis zum Ende fortführen oder möchten wir noch eine Kante aus unserem Oberstoff stehen lassen? Ich entscheide mich für eine kleine Kante. Ich finde, das hier ist jetzt 5 cm, habe ich jetzt hier. Ich lasse 5 cm stehen. Wir nehmen einen Tesafilmstreifen und fixieren einmal das zweite Lineal, sodass wir das nun, wenn wir das bewegen, als eine Einheit bewegen können. Damit sich unser Stoff nicht verschiebt, können wir innerhalb dieser 5 cm ein paar Nadeln stecken. Wir ziehen unseren Stoff einmal zur Seite, fahren mit unserem Lineal zur äußersten Kante. Wir legen die 30-Grad-Linie an die geschlossene Stoffkante. Die offene Stoffkante liegt oben. Wir achten darauf, dass der Winkel zwischen beiden Linealen auf unserem Stoff liegt. Und wir schneiden einmal unseren Stoff ein, bis wir zu unserem zweiten stoppenden Lineal kommen. Der erste Schnitt. Wir legen unser Lineal weiter mit der 30-Grad-Linie an und schieben unser Lineal so weit, dass unser Schnitt exakt oder so genau wie möglich
hier auf meine 3 cm trifft. Wenn wir das haben, schneiden wir erneut bis zum Stopppunkt. Das machen wir über die gesamte Länge. Schwierigkeiten, die dabei auftreten, ist, dass sich unser schon geschnittenes Ende so ein bisschen auseinanderzuppelt und wir keine gerade Schnittkante mehr haben. Wir legen das so genau wie möglich an. Es lässt sich nicht mehr ganz genau zurücklegen, das ist auch gar nicht so schlimm. Wir nehmen die 3 cm, legen unser Lineal an, schauen, dass es an der letzten geschnittenen Kante, wenn wir unser offenes Ende ein bisschen wegschieben, dass es an der letzten geschnittenen Kante genau gerade liegt und richten unser Lineal jetzt an der unteren Kante des noch nicht zugeschnittenen Stoffes aus und können dann weiter schneiden. Wir entfernen die Nadeln. Dieses Ende möchten wir nicht haben, wir möchten mit einer Spitze enden. Das heißt, ich schneide das Ende komplett ab und auch dieses untere Ende schneiden wir einmal komplett ab. So schaut das Ganze aus. Nehmen das vorbereitete Sandwich und rollen das einmal aus. Wenn euch das auseinandergefallen ist, dann sieht das jetzt etwa so aus. Wenn ihr vorsichtig wart, ist es gar kein Problem. Ihr könnt das ganz einfach auflegen. Wenn das auseinanderfällt, dann ist euch das hier jetzt erstmal egal, sondern wir konzentrieren uns einfach an der oberen Kante. Was uns interessiert von unserem Scherenschnitt ist, wenn wir das gerade ausrichten, soll diese Kante auf jeden Fall auf unserem Quilt liegen. Das heißt, wir ziehen das ein Stück weiter und testen das einmal. Hier soll noch ein Rand bleiben von ein paar Zentimetern. Das haben wir und das können wir nun einmal feststecken. Wir richten alle einzelnen Streifen geradeaus, so gerade wie das eben möglich ist. Alle Angaben zu diesem Quilt findet ihr in der Infobox. Und jetzt gehen wir hin und öffnen den Quilt. Wir ziehen die Nadel heraus, schlagen die obere Seite zurück. Jetzt falten wir das Ganze einmal auseinander. Richten das aus, können noch einmal schauen, ob wir beide Enden übereinander liegen haben. Und wir stecken die zweite Seite fest. Wenn wir das soweit vorbereitet haben, können wir unsere einzelnen Streifen weben und stecken. Der erste Streifen bleibt liegen, der zweite Streifen schlägt über den ersten Streifen zur anderen Seite. Wir legen ihn einmal flach und wir stecken ihn fest. Der dritte Streifen bleibt wieder liegen und den vierten Streifen nehmen wir. Wir schlagen ihn über den vorherigen Streifen, weben ihn unter den nächsten Streifen durch und stecken ihn einmal fest. Der nächste Streifen bleibt liegen, der folgende Streifen wird zur Seite geschlagen. Und so weben wir Streifen für Streifen weiter. Wir schlagen zuerst über einen Streifen und weben das Ganze dann durch. Wenn wir das so arbeiten, haben wir ein hell auslaufendes Ende und wir haben ein dunkel auslaufendes Ende. Das können wir, wenn wir mögen, genauso halten. Wir können aber auch sagen, wir möchten beide Enden identisch haben und setzen noch eine zweite zugeschnittene Bahn an. Und dieses Mal machen wir das seitenverkehrt. Das offene Ende liegt nach oben gerichtet. Wir haben hier eine stumpfe Ansatzkante. Wir setzen die nächste stumpfe Ansatzkante genau dagegen. Legen auch hier die Punkte genau an und stecken das fest. Und wir richten unsere Streifen wieder ganz genau aus. An dieser Seite beginnen wir nicht mit dem zweiten Streifen, sondern wir nehmen den ersten Streifen und weben diesen ersten Streifen. Der nächste Streifen bleibt und der dritte Streifen wird wieder über die Seite gezogen.
und verwebt. Und so schaut unser Ergebnis aus. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos in diese Richtung sehen möchtet und kein Video verpassen möchtet, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wir sitzen an unserer Nähmaschine und starten mit dem Quilten. Wir haben unseren Untertransport eingestellt und haben ein Nähfüßchen eingespannt, das mit dem Untertransport funktioniert. Das ist ein Inchfüßchen mit einer weiten Öffnung und einer Kunststoffführung. Das gleitet sehr schön über meinen Stoff und ich habe ein weites Blickfeld. Dazu habe ich eine Quiltnadel eingestellt. Meine Stichlänge steht auf 2 und meine Stichbreite habe ich auf 3,5 eingestellt. Wenn ihr wie ich mit einer W6 N9000 QPL quiltet, achtet darauf, dass euer Zickzackstich nicht über die Mitte läuft, sondern über die Seite. Richtet euer Füßchen bei einer Stichweite von 2 immer zwischen dem roten Punkt und dem äußeren Rand aus. Euer Stoff läuft zwischen dem roten Punkt und dem äußeren Rand entlang. Das Füßchen ist abgesenkt und wir nähen die gesteckten Streifen fest. Wir gehen nicht über die Mitte, an der keine gesteckten Streifen zu sehen sind, sondern wir quilten nur die losen Enden. Wenn ihr eure Seiten aufrollt, habt ihr eine gute Führung und könnt das Ganze gut halten. Achtet darauf, dass jedes lose Ende unter euer Füßchen kommt. Und achtet darauf, dass ihr eure Nadeln rechtzeitig entfernt. Und wir nähen weiter. Wenn wir auf eine schon genähte Stelle kommen, ist das gar kein Problem. Wir können über jede Stelle ruhig zweimal quilten. Das heißt, wir können das drehen. Wir haben uns jetzt hier ins Ausgesetzt. Diese Seite ist gequiltet, diese Seite ist gequiltet. Wenn wir jetzt aber hier herunter schauen, haben wir hier noch nicht gequiltet. Also gehen wir jetzt einfach weiter hier lang. Das Füßchen gleitet sehr schön über den Stoff. Das dürfte kein Problem sein, dass wir da wirklich jede Stelle gut erwischen. Wir versuchen, den ganzen Quilt in einer Naht mit dem Nähfüßchen zu nähen. Das heißt, uns ist egal, ob wir über Stellen doppelt drüber gehen, wir möchten aber nicht so viele Faden, Enden und Anfänge haben. Wenn wir an diese Einschnitte kommen, quilten wir bis zum Ende der Einschnitte wieder zurück und verfolgen unsere Naht weiter. Unser Quilt ist gequiltet und nun können wir ihn zuschneiden. Ich habe ein hellblaues Binding vorbereitet, damit der Fokus bei der Arbeit in der Mitte bleibt und wir den Blickpunkt nicht nach außen verlagern. Und wir legen los. Wir achten darauf, dass wir, wenn wir nähen, unsere Bindingkante nach innen schlagen. Dieses Füßchen hat eine lange, sehr hohe Lippe und hält mir mein Binding sehr schön zur Seite. Und unser Scherenschnittläufer ist fertig geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der eine oder andere von euch gibt diesem 2,30 Meter langen Läufer einmal eine Chance und ihr arbeitet ihn vielleicht genauso lang, vielleicht ein bisschen kürzer, selber einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!